Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Heute wieder zu einer frisch gepressten Sendung. Themen, die wir haben: United Airlines, Ölpreisschock, sie reduzieren Flüge. Lufthansa, weniger Schock, die planen mit neuen Langstreckenjets. Dann Lufthansa Miles & More wird um einen neuen Partner ITA Airways erweitert. Heißt also auch, ITA Volare ist tot. Und wir haben Ukraine, plant Wiederaufnahme von Flügen. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch aufs Gut zu kommen und die Themen zu diskutieren. Danke, dass ihr heute da seid, denn das erste Thema ist ein spannendes Thema und da geht es um die Reduzierung. Denn der Ölpreisschock findet in den Köpfen statt bei Scott Kirby. Das ist der Kollege, der CEO von United ist, und er sagt, wir rechnen mit Preisen, die sind unnatürlich hoch und das macht für uns keinen Sinn mehr zu fliegen. Deshalb ist es so, dass man aufgrund des Iran-Konfliktes und der dadurch steigenden Ölpreise Flüge kürzt, also Kapazitäten vom Markt wegnimmt. Gleichzeitig bleibt die Airline strategisch offensiv und investiert weiter massiv in Wachstum. 5% der Kapazität werden gestrichen, heißt also, dass man mit 11 Milliarden, festhalten, 11 Milliarden US-Dollar zusätzlichen Spritkosten rechnet. Die Ölpreiserwartung ist zu $175 das Barrel. Die Kerosinpreise haben sich ja schon verdoppelt. United hat wie SAS auch keine Hedging-Strategie. Heißt also, man ist da vom Ölpreis abhängig. Lufthansa hat ja in 2026 81% gehedged. SAS streicht ja auch 1000 Flüge. Natürlich ist das eine hohe Kostenbelastung und die Margen sinken dadurch bei den Fluggesellschaften. Und jetzt ist es natürlich auch so, wenn man eine Fluggesellschaft wie United hat, die nicht hedgen, oder eine Fluggesellschaft hat wie Lufthansa, die hedgen, dann kann man natürlich auch immer gerne sehr stark lachen. Carsten S. aus M., Name der Redaktion bekannt, nicht geändert, ist ja in München auch gesehen worden, wie er sich quasi aus dem Grinsen nicht befreien kann, weil sie hedgen. Und da muss man auch ehrlicherweise sagen, man kann über die Lufthansa schimpfen, aber in dem Punkt, da muss ich sie einfach loben, muss ich einfach sagen, Respekt. Da hat man in Frankfurt, in München oder wo auch immer die glorreiche Idee des Hedgings wieder gekommen ist, gesagt, jo, gut gemacht. Aber es ist natürlich so, dass eine Marktbereinigung stattfinden kann. Kleinere Airlines werden wohl den Arsch zukneifen, wie man in Hamburg sagen würde. Die Ticketpreise werden steigen. Vor allem off-peak wird es weniger Frequenzen geben und Nachfrage. Auch Awards werden ja schon teurer, also können nicht nur teurer werden, werden teurer. Zum Beispiel bei Lufthansa, wo ja gehedged wird. 1000 zu 1300, also ist ja pervers. Ich erinnere mich noch, dass ich 500 bezahlt habe. Also egal wie. Und United spielt halt offensive im Cash oder Offensive im Cash. Und Lufthansa ist halt wirklich ganz klar im Vorteil. Natürlich ist es so, dass es keinen Sinn ergibt, Geld zu verbrennen. Und wenn man halt auf der Strecke kein Geld verdient, ich hoffe, sie halten sich an ihre Verpflichtung, die Passagiere ordentlich umzubuchen. Ja, Hedging, ist das jetzt etwas, wo man sagen kann, da habt ihr was falsch gemacht, oder ist Hedging etwas, was gut gehen kann oder schlecht gehen kann, weil das kann ja auch natürlich in die andere Richtung gehen. Was hätte Lufthansa gemacht, wenn das Hedging quasi andere Richtung gegangen wäre? Und wird das ein Airline-Sterben 2.0, dass man also da die Fluggesellschaften, die schon da am Limit operieren, dass man die irgendwann gar nicht mehr am Himmel sieht? Jo, ich denke mal, dass die großen Fluggesellschaften da natürlich versuchen, ihre Marktanteile zu erhöhen und damit auch ihren Cashflow zu erhöhen. Aber kurzfristig ist es halt eine Krise, langfristig ist es halt eine Chance für die Airlines, die stark sind. Und Lufthansa ist halt wirklich stark positioniert, das kann man ganz ehrlich so sagen. Seid ihr der Meinung, dass der Ölpreis der nächste Killer wird oder die nächste größere Airline-Krise auslösen wird? In der Ukraine ist Krieg, in der Ukraine ist kein Flugverkehr, das möchte man aber in der Ukraine ändern. Und der erste Flughafen, den man da in Angriff nehmen würde, wäre halt im Westen, das wäre Lviv, oder die Deutschen nennen es Lemberg. Und trotz Kriegs soll wieder ziviler Luftverkehr ermöglicht werden, zumindest halt in Lviv. Denn der Luftraum ist ja seit 2022 komplett geschlossen, 29 Flughäfen betroffen.
Aber Lviv ist halt direkt an der polnischen Grenze, also Lemberg, hatte in 2021 noch 16,2 Millionen Passagiere. Ryanair, Wizz Air sind wieder bereit für einen schnellen Einstieg. Wie kommt man drauf? Natürlich, weil man halt in Dubai und in Abu Dhabi sieht, wie man das Ganze machen kann mit Korridoren. Und das ist halt natürlich nach der Wiederöffnung des ukrainischen Luftraums ist das ein Riesenmarkt. Und Low-Cost-Carrier stehen halt bereit, um da den Markt direkt zu bedienen. Neue Direktverbindungen in Osteuropa, denn die große Nachfrage nach der Wiederaufnahme. Ich denke mal, dass viele Leute rein wollen, raus wollen und natürlich auch dort Bedarf ist. Denn die neuen Routings und Märkte sind natürlich auch vielleicht Möglichkeiten, um günstig wieder Meilen loszuwerden, wenn die Lufthansa hinfliegt. Allerdings ist es halt politisch hochkomplex. Ein Riesenthema, denn die Sicherheit und der wirtschaftliche Druck stehen halt diametral gegeneinander. Und ich bin da jetzt nicht ganz so der Fan von, weil ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, ob in so einem Kriegsgebiet zivile Luftfahrt ihren Platz haben sollte, allein aufgrund des Risikos. Und ob da das Risiko gegenüber Profit in Relation steht, bezweifle ich auch ganz stark. Und vor allem, wer wird der First Mover? Das werden natürlich die Fluggesellschaften sein, wie Wizz Air oder Ryanair, die auch sehr, sehr risikofreundlich sind. Und dass das eine Riesenchance ist, kann ich verstehen. Es ist aber auch ein hohes Risiko. Und würdet ihr aktuell in die Ukraine fliegen? Also irgendwie, also auch Lemberg? So, ich bin da mal gespannt, wie ihr antwortet. Lufthansa auf jeden Fall spielt auch Offensive, wenn es um neue Flugzeuge geht. Da möchte man eine neue Großbestellung für Langstreckenflugzeuge machen mit Fokus auf Wachstum ab 2033. Die Bestellung soll in wenigen Wochen passieren, Lieferung ab 2033, obwohl das aktuelle Orderbuch ja eigentlich auch schon relativ voll ist mit 787-9er, 777X, A350-900-1000er. Und man möchte halt Fokus mehr auf Langstrecke und weniger auf Kurzstreckenumsteiger haben. Die Langstrecke wird gerade für die Lufthansa immer wieder wichtiger, Hub-Strategie verstärkt, weil die Lufthansa natürlich am Ende ehrlicherweise die Klassik in die Langstrecke rein möchte. Die möchten sich mit der Kurzstrecke gar nicht mehr beschäftigen. Die möchten auch mehr Direkt- und Langstreckenoptionen, ein modernes Produkt anbieten, was für uns natürlich gut ist, wenn es mehr Flugzeuge gibt, mehr Premium-Verfügbarkeiten und vor allem mehr Long-Haul-Flüge, die auch meilenfähig sind. Das heißt also einmal Meilen sammeln, aber auch Sitzplätze bekommen. Ja, und strategisch wettet hier die Lufthansa auf einen Reiseboom und positioniert sich deshalb vielleicht ganz klar gegen Low-Cost. Und die Diskussionspunkte sind doch ganz klar. Wer ist es denn jetzt? Ist es die Boeing oder ist es die Airbus-Fraktion, die gewinnt? Heißt also, ist es da die 777X, ist es die 350, was kommt da an Start und vor allem auch, ist die Fokussierung auf Langstrecke gut oder nicht? Wir sehen ja zum Beispiel, ich glaube Asien waren es 15 Langstrecken, die man angeflogen ist aus Deutschland. Mit der Lufthansa jetzt, glaube ich, 2 und Kuala Lumpur wird wieder die 3. Also da ist natürlich viel Musik drin. Aber wer bekommt den Deal? Airbus oder Boeing? Das ist immer die klassische Frage bei solchen Sachen. ITA Volare. Lufthansa Miles & More übernimmt ITA Volare. ITA Volare ist tot. Oder wie heißt es immer schön? Der Kaiser ist tot oder der König ist tot, es lebe der König. Und die Integration in Miles & More schreitet voran. Ende des Monats, am 30. März 2026 ist Schluss. Und Punkte sind nur begrenzt nutzbar. Umwandlung in Voucher sind möglich. Aber ich denke mal, dass man dort jetzt mal gucken soll, dass man relativ schnell die Punkte wegkriegt in Flüge oder halt, auch wenn es sein muss, in Sachdinge bringt, weil man weiß ja nie, was passiert. Auch ist es so, in Italien dürfen Meilenpunkte, glaube ich, nur 5 Jahre oder 3 Jahre. Auf jeden Fall sind die immer begrenzt. Die einzigen, die in Italien sich da irgendwie so ein bisschen gegen wehren, ist American Express. Das heißt also, American Express macht einmal diesen Cut und sagt dann, okay, wir machen jetzt ein neues Programm. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben, aber sie übertragen die Punkte einfach und Thema durch, relativ transparent. Und das Ende von Volare wäre also immer da gewesen. Warum es so ist, kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen. Ich weiß nicht, warum da diese Aversion der Italiener gegen Meilenprogramme ist. Denn die Konsolidierung unter Lufthansa ist ja ein klarer Schritt. Heißt übrigens, ab 1. April ist es Lufthansa, das ist kein Aprilscherz, das nur so. Und ITA verliert halt ihre Eigenständigkeit.
Aber man muss auf der anderen Seite sagen, dadurch, dass es Miles & More ist, hat man jetzt wieder einen Anker, weil in Italien, wenn man dort ein Meilenjäger war und man hat damals bei der Alitalia, wie hieß das Programm überhaupt noch, bei Mille Miglia, ne? Bei Alitalia das Ganze gesammelt hat, da hat man das Programm verloren, jetzt hat man ITA verloren. Also das heißt, die Programme waren da eh nie so, ich nenne es jetzt mal, stabile Begleiter, um es mal so zu sagen. Und viele haben halt diese Loyalty-Geschichten genutzt, wenn sie eh geendet werden, dass man halt dann einfach sagt, okay, danke, tschüss, next. Und hat sich da an seine Altlasten nicht mehr gefreut. Natürlich ist das Punkteverlustrisiko erstmal eminent, wenn man bei Volare gesammelt hat. Hat also auch den Druck, jetzt einzulösen. Und ich sage es wirklich nochmal, löst die Punkte ein, weil man weiß wirklich nicht, was passiert. Aber Miles & More gewinnt dadurch massiv. Wir bekommen damit den italienischen Markt nochmal. Wir kriegen nochmal auch da wesentlich mehr Möglichkeiten, Meilen einzulösen, zu sammeln, vielleicht in Italien auch Miles & More Punkte zu sammeln außerhalb der Aviation. Und Volare war halt wirklich am Ende des Tages strukturell schwach, das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Aber das lag ja einfach an der Konzeption von ITA, weil es halt so ein Schnellschuss war, weil man mit Alitalia halt die Schulden loswerden wollte. Strategisch ist das natürlich ein klarer, richtiger Schritt. Die Integration, der war auch unvermeidlich. Vereinheitlichung im Konzern auch ganz klar. Miles & More ist eins der Programme, was man auch etwas mehr, sage ich jetzt mal, wo man sagen kann, ja, wir vertrauen dir. Aber Volare war ja eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt, oder seht ihr das anders? Und von der potenziellen Stärke in Italien von Miles & More hatte ich ja schon ein bisschen philosophiert, da könnt ihr auch nochmal zuschreiben, wie ihr das seht. Und vor allem, wer von euch hat Volare-Punkte und was macht ihr damit? Und warum heißt die Bude nicht Alitalia? ITA hat ja irgendwie so einen generischen Namen, das ist ja, es interessiert ja kein Schwein. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt wieder Zeit zum Fazit des heutigen Tages. Einmal, die Ölpreise sind natürlich das zentrale Risiko und beherrschen die Branche auch weiterhin über viele, viele Tage und Wochen oder Monate, je nachdem, wie lange der Krieg dauert. Und Airlines reagieren strategisch statt reaktiv. Die Konsolidierung wird weiter voranschreiten, ehrlicherweise. Die Langstrecke wird als das Schlüsselgeschäft gesehen. Und die Vereinheitlichung der Fliegerprogramme haben natürlich auch Vor- und Nachteile. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren und dann vielleicht auch auf Scoot zu kommen und da Bescheid zu sagen, wie ihr denkt. Ich bin mal gespannt. Und ihr könnt ja eine Frage des Tages beantworten. Einmal natürlich Lufthansa Langstrecke, einmal das Thema wer wird's? Und dann die andere Frage ist natürlich auch ganz klar, Volare, wer hat von euch Volare-Punkte und was macht ihr damit? Ich freue mich, bis bald, bis zur nächsten Sendung. Ciao.